15 Orte wurden bereits für den Braunkohletagebau Garzweiler abgerissen. Einer, der demnächst abgerissen wird, ist der Ort Lützerath. Guten Morgen, ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin. Diesmal bin ich wieder unterwegs im Rheinischen Braunkohlerevier. Ich bin unterwegs in den Ort Lützerath. Das Rheinische Braunkohlerevier, das liegt zwischen Aachen, Mönchengladbach und Köln. Ich bin jetzt hier ganz in der Nähe von Immerath. Immerath, das war vor einem Jahr in aller Munde, als hier die große Kirche abgerissen wurde. Immerath liegt eigentlich nur knapp 200 Meter von diesem Ort hier entfernt, von Lützerath, ein kleiner Ort, den kaum jemand kennt. Während in Immerath kaum noch ein Haus steht, ist Lützerath ein Geisterdorf. Inzwischen wohnt hier kaum noch jemand und demnächst werden die Häuser, die wir hier sehen, auch abgerissen. Lützerath, das ist einer dieser kleinen Orte, die hier von der Landkarte verschwinden. 2006 hat die Umsiedlung begonnen. Sie sollte eigentlich jetzt schon abgeschlossen sein, aber es wohnen jetzt immer noch ein paar Leute hier in Lützerath. Die Leute hier sind nicht in einen eigenen neuen Ort umgesiedelt worden, sondern nach Immerath neu. Das heißt, der Name Lützerath verschwindet von der Landkarte. Lützerath, das ist eigentlich ein Weiler, er besteht aus 3 Bauernhöfen und aus mehreren Häusern. Das hier ist so ein Beispiel für den Vandalismus, der in den Geisterdörfern herrscht. Das Haus hier ist zum Beispiel vor kurzem abgebrannt. Ich denke mal, das war Brandstiftung. Der Ort besteht eigentlich nur aus 2 Straßen. Einer Straße, die von der Landstraße abgeht, und dann eine Querstraße. Wir befinden uns jetzt hier auf dieser Querstraße. Erstmals urkundlich erwähnt worden ist Lützerath als Lützelnrode, übrigens 1168. Das hier ist jetzt sozusagen die Hauptstraße und hier sieht man, obwohl es ein Geisterdorf ist, das bald verschwunden ist, die Natur lebt noch. Im letzten Jahr lebten hier noch 23 Leute, inzwischen dürften es etwas weniger sein. Lützerath gehört, wie auch Immerath und Borchemich, das sind ja 2 weitere Orte, die schon weggefallen sind, zur Stadt Erkelenz. Ganz in der Nähe liegen die Orte Kuckum und Kainberg, das sind die nächsten, die wohl abgerissen werden, obwohl sich viele Leute dagegen wehren. Die Hecken werden auch nicht mehr geschnitten, wozu auch, durch diesen Eingang geht niemand mehr rein. Lützerath, das bestand oder besteht aus 3 Bauernhöfen und ein paar Wohnhäusern. Die Bauernhöfe, das sind einmal der Neuwerker oder Paulshof, der wurde schon 1135 gebaut und gehörte einmal einer Benediktinerinnenabtei. Dann gibt es den Wachtmeisterhof, der stammt von 1265, der gehörte den Zisterzienserinnen. Und es gibt den Junkershof, der gehörte den Edelherren von Wevelingen und dann den Grafen von Bentheim-Tecklenburg. Naja, ob der Briefkasten tatsächlich noch jeden Tag geleert wird? Das hier ist ein Grabstein, der hier an der Straße steht. Das ist der Grabstein von einem Ehepaar, die Pächter eines der Bauernhöfe hier waren. Der Grabstein hat mal auf dem Friedhof der Immerather Kirche gestanden und ist im 18. Jahrhundert hierher versetzt worden. Warum das geschah, kann keiner sagen. Während wir uns jetzt mal weiter die Häuser anschauen, nenne ich euch mal die Namen der Orte, die für Garzweiler bereits verschwunden sind. Belmen, Borchemich, Elfgen, Garzweiler, Holz, Immerath, Königshofen, Lützerath, Morkenharf, Otzenrath, Pech, Priesterath, Reisdorf, Spenrath, Schloss Harf. Gleich neben dem Tagebau Garzweiler liegt der Tagebau Hambach. Da gehört übrigens der Hambacher Wald zu, um den jetzt in der letzten Zeit so gekämpft wurde. Für den Tagebau Hambach wurden folgende Orte zerstört: Etzweiler, Lichtsteinstraß, Mannheim, Morschenich, Tanneck, Gesolei. Und gleich daneben liegt der Tagebau Inden. Dafür wurden zerstört die Orte Altdorf, Geuenich, Inden, Pattern, Pier, Pommenich,
Wilvenich, Lohn, Pützlohn, Erberich. Es gibt noch eine Menge mehr Tagebaue in ganz Deutschland. Insgesamt sind in ganz Deutschland für den Braunkohletagebau 300 Orte bereits zerstört worden. 100.000 Menschen wurden umgesiedelt. Gleich am Ortsausgang von Lützerath liegt die L277, die wurde jetzt zur Werkstraße erklärt, denn gleich auf der anderen Straßenseite, da beginnt die Tagebaugrube. 2017 ist über diese Straße noch die Tour de France lang gerollt, und zwar von der Etappe, die von Düsseldorf nach Lüttich geführt hat. Demnächst wird diese Straße Geschichte sein. Die Tagebaubagger und das große Loch sind bedrohlich nahe gerückt. Hier war vor ein paar Jahren noch das Schild Borchemich, denn das hier war die Zufahrtsstraße in den Ort Borchemich. Und so sieht das inzwischen hier aus. Hier führte die Straße weiter, hinten über eine Brücke rüber. Die Brücke führte über die Autobahn. Die Autobahn ist inzwischen auch bereits abgerissen und gleich auf der anderen Seite der Brücke begann der Ort Borchemich. Der ist schon seit über einem Jahr nicht mehr vorhanden. Ist eine sehr seltsame Stimmung und Atmosphäre hier. Ich stehe ja nur ein paar Meter neben der Landstraße. Auf der anderen Seite der Straße liegt der Ort Lützerath, der demnächst verschwinden wird. Ein paar hundert Meter entfernt liegt Immerath, was bereits abgerissen wird. Ja, ein paar Kilometer entfernt nur liegt die Stadt Erkelenz. Und nur 3 Kilometer entfernt von hier, da ist die Stadt Mönchengladbach. Das war's für heute aus dem Braunkohlerevier und aus Lützerath. In diesem Sinn, tschüss.